Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, die News sind gerade rausgekommen und alles, was ihr dazu wissen müsst zum kommenden Oster-Event und dem neuen Legendary Dungeon mit den neuen Mechanics, das werde ich euch hier in diesem Video vortragen. Bevor es losgeht, der Dungeon kommt wie schon zu erwarten diesen Freitag raus. Ich werde es nicht schaffen, das Ganze live zu streamen, wenn der Dungeon aufmacht. Allerdings werde ich am Freitag um 16 Uhr live gehen, ja, und da werden wir den Dungeon ein paar Mal durchgrinden und dann werde ich das Ganze noch, wie ich schon angekündigt hatte, in 2 Livestreams aufteilen, ja. Wie gesagt, merkt euch einmal, am Freitag um 16 Uhr gibt es einen Livestream, wo wir durch den Legendary Dungeon ein paar Mal durchrennen und am Sonntag um 18 Uhr. Sonntag 18 Uhr kommt der zweite Livestream und der zweite Livestream wird der alles zerbersten wird, ja. Am Freitag testen wir so ein bisschen den Legendary Dungeon an und gucken, was ist die beste Strategie. Das werden wir da rausfinden, ja. Wir werden ein paar Runs da durchmachen, ein paar Stück, ja. Und werden das Ganze aber nicht allzu lange machen. Deswegen schaltet am Freitag auf jeden Fall ein, weil das wird nicht allzu lange gehen, ja. Am Sonntag, merkt euch das, am Sonntag um 18 Uhr ist erst der richtig fette Livestream, wo wir uns richtig komplett neu equippen werden, wenn wir uns schon durchgetestet haben. Ja, Freitag ist der Teststream, in Anführungszeichen, nicht so wie die Show, ne, Testshow, sondern ist wirklich, da werden wir, wie gesagt, den Legendary Dungeon ausprobieren und am Sonntag gibt es wirklich den richtig fetten Livestream. Da werden wir alles geben, um uns komplett neu zu equippen. Ja, der wird auch natürlich länger gehen. Freitag kurzer Stream, Leggy Dungeon, Sonntag langer Stream, Leggy Dungeon. Okay, das wollte ich nur mal vorab, damit ihr da Bescheid wisst auf jeden Fall, das wird in 2 Streams aufgeteilt. So, wir fangen an mit den News. Der Übersichtshalber möchte ich die News zweigeteilt gestalten und euch im ersten Teil erzählen, was diese Woche in den Landen von Shakes and Fidget vor uns steht. Nächste Woche auf das Osterfest vorzubereiten, wenn ich eine News schon zweiteilt, dann gibt es viel zu erzählen, also fangen wir an. Ja, wir starten wir der Einfach halber mit dem dieswöchigen Event, das am Freitag, Samstag und Sonntag stattfinden wird und aus den folgenden Eventarten besteht. Einmal Prachtparade der Pilze, also wir können mehr für unser Geld bekommen. Dann Erfahrungsreichtum haben wir, Tag des heißen Eisens, 15 Zerlegpunkte, was sehr wichtig ist für den Leggy Dungeon. Sanduhr steht Kopf haben wir da und der aurale Großputz. Ja, das sind die Events, die uns dann begleiten werden. Am Freitag, Samstag, Sonntag. Dann den Aufmerksamen unter euch wird aufgefallen sein, dass zum Beispiel beim Großputz nun nicht mehr nur Epics doppelte Mana geben. Die hat mit dem nächsten Punkt auf unserer Newsliste zu tun, dem Update auf Spieleversion 8.0. Ja, was hier dieses Update ist. Das gesamte Changelog findet ihr dann hier unter, okay. Ja, Ausgabe 3 des Legendary Dungeons wird dem Spiel hinzugefügt. Er hört diesmal auf den Namen Fantastische Legendaries und wo sie zu finden sind. Und bringt nicht nur ein neues Set legendärer Gegenstände mit sich, sondern noch andere Änderungen. Mehr dazu findet ihr dann im zweiten Teil der News. Jo, legendär geht es weiter, denn wir haben der Edelsteinmine der Festung legendäre Edelsteine hinzugefügt. Legendäre Edelsteine hinzugefügt. Wenn ihr mindestens ein Bild eines legendären Gegenstands im Sammelalbum habt, habt ihr ab Freitag eine Chance, diese Edelsteine finden zu können. Oha. Oha. Sie sind selten, ja, aber je mehr Bilder legendärer Gegenstände ihr im Album gesammelt habt, desto höher wird die Chance. Die Steine geben Boni auf das Hauptattribut und auf Ausdauer und sind als einzige Steine dazu in der Lage, wenn in einem Gegenstand gesockelt, das Hauptattribut immer zu ändern. Warte mal, was? Die Steine geben Boni auf das Hauptattribut und auf Ausdauer und sind als einzige Steine dazu in der Lage, wenn in einem Gegenstand gesockelt, das Hauptattribut immer zu ändern, wenn man den Gegenstand einer anderen Klasse anzieht. Puh, Alter. Bisher waren die legendären Items, haben die eigentlich keinen Nutzen gehabt im Sammelalbum, weil die haben ja keine Erfahrungspunkte dazu gegeben, also Prozentzahl im Sammelalbum. Jetzt ergeben sie doch irgendwo einen Sinn.
Und ja, das Ganze wird wahrscheinlich noch teurer werden, denke ich mal, weil jeder denn diese Steine haben will. Und die müssen dann auch irgendwie vielleicht, ja, weiß ich nicht, geskippt werden oder so, wenn man die nicht bekommt. Ich weiß nicht, abwarten. Pilzdealer gibt es nun neue Bonuspakete, die unter anderem Arkane Splitter und Lucky Coins erhalten. Okay, das ist nice. Die Bonuspakete Nummer 6 und 7 sind in der Anleitung näher beschrieben. Da gucken wir gleich rein. Mal gucken. Die Pakete. Achso, sind hier. Kaufe ab Stufe 250. Warte mal. Die Zeit zwischen kann variieren. Warte mal. Das ist näher beschrieben, in der Anleitung näher beschrieben. Da muss ich jetzt mal kurz schauen. Ja, hier steht nur, dass die so viel Geld kosten, aber was die jetzt genau bringen, das sehe ich jetzt nicht. 6 und 7 kosten, was weiß ich, hier einmal 50 Euro und 100 Euro, aber was die jetzt bringen, ja gut, wahrscheinlich Sanduhren und Splitter. Gut, lassen wir uns überraschen. Gut, was haben wir noch? Der Änderung am Postsystem, Stichwort Spamschutz, hat der Chat nun ebenfalls Einschränkungen erhalten, was das Versenden von zum Beispiel Links per Flüsternachricht angeht. Okay, ja, da wurde viel rumgespammt. Wie oben schon angespoilert, haben wir bei 2 Events Änderungen vorgenommen. Beim Großputz geben nun alle Gegenstände die doppelte Mana-Punkte und beim Schmied-Event geben die Ressourcenbündel der Arkansplitter nun 200 statt 100 Splitter. Das ist auch gut, wenn ihr diese einlöst. Die Optionen des Spiels haben ebenfalls eine Auffrischung erhalten, Entschuldigung, bin gerade aufgestanden, und sehen nun nicht nur aufgeräumter aus, sondern erlauben euch nun auch eine genauere Einstellung der Lautstärke. Gut, okay, ist jetzt nicht weiter relevant, wird nur überall aufgespielt. Ja, okay, gut, da haben wir jetzt nichts weiter Neues. Okay, das ist Teil 1, kommen wir zu Teil 2. Alles neu macht der Mai, stimmt nicht so ganz, es ist erst Ende März, aber Ausgabe 3 des Legendary Dungeons hat einige Änderungen erfahren, die ich euch im zweiten Teil der News näher bringen möchte. Für Dungeon-Veteranen sind sicher nicht alle folgend genannte Punkte interessant. Ich markiere euch diese Schlagworte mal in gelb. Lasst mich dann noch den neuen Spielerinnen und Spielern... okay, gut. Alles, was neu ist quasi. Okay, brauchen wir das schon mal nicht, das kennen wir. Also 11 Tage haben wir Zeit und 100 Räume. Ja, das ist neu. Gut, Steuerung kennen wir. Schlüssel, Debuffs, das ist jetzt neu. Besiegt ihr Gegner, habt ihr die Chance, Schlüssel zu gewinnen. Mit diesen könnt ihr Wegwahlschirm, verschlossene Türen öffnen und so auch mal gemeine Fallen und Monsterräume umgehen. Schlüssel sind nun aber auch eine Währung innerhalb des legendären Dungeons, denn in festgelegten Räumen, die ihr auch auf der Karte seht, kommt ihr, das ist vielleicht das Ding, was wir links oben da im Bild gesehen haben, kommt ihr zu einem Shop, bei dem ihr, wenn ihr möchtet, einen Buff kaufen könnt, der euch für begrenzte Zeit Räume, Boni gibt, zum Beispiel mehr Gold, höherer Schaden und andere Annehmlichkeiten. Buffs könnt ihr aber auch zum Beispiel aus speziellen Behältnissen erhalten. Das gleiche gilt aber auch für Debuffs, die bösen Geschwister der Buffs. Diese könnt ihr durch Gegner, verzauberte Fallen und so weiter erhalten. Eure aktiven Buffs und Debuffs seht ihr in einer Leiste über der Lebensenergie und ihr könnt maximal 3 Buffs links und 3 Debuffs rechts aktiv haben. Solltet ihr einen 4. erhalten, wird automatisch der älteste Debuff, also der im ersten Feld überschrieben. Debuffs gleicher Art, ich kann echt nicht lesen heute. Debuffs gleicher Art ersetzen sich, werden aber nicht addiert. Und solltet ihr sterben, sind alle Buffs und Debuffs weg und ihr startet mit 6 leeren Slots. Okay. Also, das heißt, alle Buffs und Debuffs benutzen, bevor man kurz hops geht, ja, damit man die noch ausnutzen kann, weil sie danach weg sind. Okay, was kann ich abgreifen? Ja, okay. Darin können sich Gold, normale oder epische Gegenstände oder auch Debuffs. Okay, gut, das haben wir. Ich bin tot, was jetzt? Ja, das war's. Aktive Buffs und Debuffs werden mit dem Tod entfernt. Gut, das kennen wir.
Ihr könnt den Dungeon aber auch wieder betreten, wenn ihr mindestens 20% des Balkens angefüllt habt. Okay. Gegen die Zahlung von Pilzen habt ihr die Möglichkeit, in 20% Schritten die Energie wieder zu befüllen oder direkt den Balken auf 100 zu bringen und frisch weiter zu schnetzeln. Also man kann sich jetzt quasi mit Pilzen so ein bisschen Leben zurückkaufen, so wie ich das jetzt hier richtig auffasse. Ja. Mal gucken, und je mehr legendäre Bilder ihr im Album habt, desto höher wird die Chance, in der Festungsmine legendäre Edelsteine zutage zu befördern. Okay, also da bin ich mal sehr gespannt, was das mit sich bringen wird. Die legendären Edelsteine, da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, ob das jetzt so eine gute Idee ist oder nicht. Ja, das werden wir abwarten. Ich denke mal, sie werden ziemlich viel zur Veränderung des Spiels beitragen, weil Steine haben schon einen sehr großen Impact auf die Stats. Und wenn sich das jetzt auf das Haupt- und Nebenattribut jetzt beschränkt mit den Stats her, dann kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich die neue Art ist, sich auszurüsten und komplett, ja, weiß ich nicht, also die kompletten schwarzen Edelsteine zu ersetzen und die mit legendären Steinen neu zu befüllen. So. Und das ist natürlich ziemlich teuer. Und wer weiß, wie hoch die Chance ist, so einen legendären Stein daraus zu befördern. Also ich weiß noch nicht, was ich davon so halten soll. Ansonsten ist alles cool mit den legendären Dungeons so. Das ist alles, ja, ist was Neues mit den Buffs, Debuffs, muss man mal gucken, 100 Etagen, mal schauen, was das für eine Auswirkung hat. Ne? Aber mit den legendären Steinen, da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Tut mir leid, dass ich jetzt so verpeilt noch bin, aber ich bin eben gerade aufgestanden, mein Wecker hat geklingelt, um die News schnell rauszuhauen hier. Und dann soll es das soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten lasst gerne Bewertungen, Kommentar dazu. Ansonsten sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Freitag 16 Uhr und Sonntag 18 Uhr. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan für jetzt erstmal. Und dann soll es das soweit gewesen sein. Also, wie gesagt, nicht Freitag, also nicht Sonntag, der jetzt kommt, der Sonntag, der 28., sondern der Sonntag, der 4. Ne? Das hatte ich, glaube ich, vielleicht vergessen nochmal zu sagen, muss ich nochmal mit einfügen. Denn gut, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.